Die Schöne und das Biest. Ein Mann hat 3 Töchter. Er ist ein reicher Händler. 2 Töchter sind egoistisch und faul. Sie wollen schöne Kleider und Schmuck. Die 3. Tochter ist gut und freundlich. Sie heißt Belle. Sie hilft ihrem Vater jeden Tag. Eines Tages bekommt der Vater schlechte Nachrichten. Seine Schiffe sind im Sturm verloren. Er verliert fast sein ganzes Geld. Die Familie ist jetzt arm. Sie haben nur ein kleines Haus in der Stadt. Die 2 Töchter sind nicht zufrieden. Sie sind wütend und jammern viel. Sie wollen nicht arbeiten. Sie bleiben im Bett und tun nichts. Belle ist anders. Sie ist ruhig und freundlich. Sie arbeitet im Haus jeden Tag. Sie kocht, putzt und hilft ihrem Vater. Der Vater ist traurig, aber Belle gibt ihm Hoffnung. Eines Tages hört der Vater neue Nachrichten. Ein Schiff von ihm ist im Hafen. Er will sehen, ob das wahr ist. Er macht sich schnell auf den Weg. Vor der Reise spricht er mit seinen Töchtern. »Was soll ich euch bringen?« fragt er. Die 2 Töchter sind sofort froh. »Wir wollen Kleider und Schmuck«, sagen sie. Der Vater schaut Belle an. »Und du, Belle?« fragt er. Belle lächelt ruhig. »Ich möchte nur eine Rose«, sagt sie. Der Vater nickt. Dann reist er los. Der Vater reist viele Tage. Am Ende hat er kein Glück. Das Schiff bringt ihm kein Geld. Er ist traurig und müde. Am Abend kommt er in einen dunklen Wald. Es ist kalt und es schneit stark. Der Wind ist laut und unheimlich. Er hört Wölfe in der Ferne. Plötzlich sieht er ein großes Schloss. Im Schloss ist es warm und hell. Aber niemand ist da. Der Vater ruft, doch niemand antwortet. Er geht hinein und findet Essen. Er isst und ist sehr dankbar. Dann schläft er in einem weichen Bett. Am Morgen sieht er schöne neue Kleider. Er isst Frühstück und will gehen. Im Garten sieht er viele Rosen. Er denkt an Belle. Er nimmt eine Rose für sie. Plötzlich hört er ein lautes Geräusch. Ein schreckliches Biest kommt heraus. Das Biest ist groß und sehr gefährlich. Das Biest ist sehr wütend. »Du nimmst meine Rose«,
sagt es laut. Der Vater hat große Angst. Er fällt auf die Knie. Die Rose ist für meine Tochter, sagt er. Das Biest hört ihm zu. Dann wird es etwas ruhiger. Du musst sterben, sagt das Biest. Oder eine Tochter kommt zu mir. Der Vater ist schockiert. Er denkt an seine Töchter. Er ist sehr traurig. Das Biest spricht wieder. Geh nach Hause, sagt es. Aber du hast 3 Monate Zeit. Der Vater sagt leise, ja. Er nimmt die Rose und geht. Zu Hause erzählt er alles. Die 2 Töchter sind wütend. Sie denken nur an sich. Belle hört ruhig zu. Dann sagt sie, ich gehe. Der Vater sagt, nein. Aber Belle bleibt stark. Ich will dir helfen, sagt sie. 3 Monate vergehen. Der Vater muss zum Schloss zurück. Belle geht mit ihm. Sie reisen durch den dunklen Wald. Am Abend sehen sie das Schloss. Es ist hell und still wie früher. Im Schloss ist ein Tisch gedeckt. Sie essen zusammen. Niemand ist zu sehen. Nach dem Essen kommt das Biest. Es ist sehr groß und unheimlich. Belle erschrickt, aber sie bleibt ruhig. Das Biest fragt, bist du freiwillig hier? Belle sagt, ja. Das Biest sagt zum Vater, du gehst morgen. Du darfst nie zurückkommen. Der Vater ist traurig. Belle sagt leise, hab keine Angst. Der Vater geht am nächsten Morgen. Belle bleibt allein im Schloss. Am Anfang ist sie oft traurig. Sie denkt an ihre Familie. Sie vermisst ihr Zuhause. Im Schloss ist alles ruhig. Es gibt viele schöne Räume. Essen ist immer vorbereitet. Sie beginnt sich an das Leben zu gewöhnen. Sie liest Bücher im Schloss. Manchmal spaziert sie im Garten. Belle sieht niemanden außer dem Biest. Das Biest kommt jeden Abend. Es spricht freundlich mit ihr. Belle merkt nach einiger Zeit, das Biest ist nicht böse. Es ist nur einsam. Sie essen zusammen und sprechen ein wenig. Am Anfang ist Belle noch vorsichtig. Aber sie merkt, dass das Biest freundlich ist. Das Biest stellt viele Fragen. Belle erzählt von ihrem Leben und ihrer Familie. Manchmal liest sie dem Biest Bücher vor. Das Biest ist schüchtern und ruhig. Es freut sich sehr über ihre Gesellschaft. Mit der Zeit
werden sie Freunde. Belle hat keine große Angst mehr. Sie fühlt sich im Schloss nicht mehr allein. Manchmal wartet sie sogar auf das Biest. Belle lebt weiter im Schloss. Die Tage sind ruhig und einfach. Eines Tages bekommt sie einen Brief. Der Brief ist von ihrer Familie. Ihr Vater ist sehr krank. Belle ist sofort besorgt. Sie bittet das Biest um Erlaubnis. Sie möchte nach Hause gehen. Das Biest ist zuerst traurig. Aber es sagt schließlich ja. Belle darf ihre Familie besuchen. Es gibt nur eine Bedingung. Sie muss zurückkommen. Belle verspricht es. Dann verlässt sie das Schloss. Belle ist wieder bei ihrer Familie. Ihr Vater freut sich sehr. Er fühlt sich sofort besser. Belle verbringt viel Zeit mit ihm. Sie erzählt nichts über das Biest. Sie will niemanden beunruhigen. Ihre Schwestern sind eifersüchtig. Sie sehen, dass Belle glücklich ist. Das gefällt ihnen nicht. Sie bitten Belle zu bleiben. Bleib noch ein paar Tage, sagen sie. Belle denkt nach und stimmt zu. Die Tage vergehen schnell. Belle merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Sie vergisst ihr Versprechen. Im Schloss wartet das Biest. Es ist traurig und allein. Es glaubt, dass Belle nicht zurückkommt. Belle merkt, dass sie zu lange geblieben ist. Sie denkt oft an das Biest. Sie fühlt sich schuldig. Eines Nachts träumt sie vom Schloss. Das Biest liegt krank im Garten. Es ist fast am Sterben. Belle wacht erschrocken auf. Sie versteht, dass sie zurück muss. Sie sagt ihrer Familie Lebewohl. Sie reist schnell zum Schloss. Der Wald ist dunkel und still. Sie hat große Angst, aber sie geht weiter. Am Schloss ist alles ruhig. Belle ruft nach dem Biest. Niemand antwortet. Sie läuft in den Garten. Dort sieht sie das Biest. Es liegt am Boden und bewegt sich kaum. Belle rennt schnell zum Biest. Sie hat große Angst. Sie denkt, dass es sterben wird. Sie kniet sich neben das Biest. »Bitte bleib bei mir«, sagt sie. Das Biest öffnet langsam die Augen. »Du bist zurückgekommen«, sagt es leise. »Ich dachte, du liebst mich nicht.« Belle sagt, »Ich liebe dich.« In diesem Moment passiert etwas Magisches. Das Schloss beginnt zu leuchten. Das Biest verändert sich. Es wird zu einem jungen Prinzen. Der Fluch ist gebrochen. Belle ist überrascht. Sie versteht alles jetzt. Der Prinz war immer das Biest.
Der Prinz erklärt alles. Eine böse Fee hat ihn verflucht. Nur wahre Liebe konnte ihn retten. Belle und der Prinz sind glücklich. Sie gehen ins Schloss zurück. Belle und der Prinz heiraten. Sie leben zusammen im Schloss. Und sie sind sehr glücklich für immer.